Hallo. Schönen guten Tag. Heute ist der Wurm drin, ne? Wo drin? In der Sendung hier. Ach so. Also nicht Zini, sondern Wurmi oder so. Ja. Oh. Ja, wir wollen über Feature Creep reden. Was ist denn das, um Gottes Willen? Das hört sich ja gruselig an. Feature Creep. Feature. Was ist ein Feature? Feature ist irgendwas, was ein Spiel kann. Du kannst zum Beispiel laufen. Du kannst mit einem Jetpack rumfliegen. Du kannst auf einem Pferd reiten. Du kannst mit einem Auto in der Gegend rumfahren. Du kannst irgendwie ballern. Du kannst springen, reden. Das sind Features. Das sind Möglichkeiten, die ein Spiel eröffnet. Ich habe voll die gute Idee. Sollen wir nicht mal ein Spiel bauen, wo man Wettrennen machen kann? Ja, dann kommt es drauf an, wann man so eine Forderung stellt. Am Anfang des Projektes, während man die Vision findet, oder am Ende, wenn schon alles fertig ist und dann einer so eine total tolle Idee hat, von wegen Wettrennen. Feature Creep. Feature Creep. So. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, auf welches Feature könntest du am ehesten bei Spielen verzichten? Und die haben Folgendes gesagt. First Person. Erik, was sagst du? Ich finde es furchtbar in Spielen inzwischen. Quicktime-Events finde ich keine geile Sache. Ist immer irgendwie so, ne? Weiß ich nicht, ist immer irgendwie so blöd. Kann man hoffentlich anders lösen. Wenn man noch Geld ausgeben muss, um irgendwelche Zusatzdinger zu kriegen, das ist meiner Meinung nach etwas, worauf ich gerne verzichten könnte. Und was irgendwie in letzter Zeit in Mode gekommen ist, bei vielen Spielen musst du irgendwie hoch auf den Berg, auf ein Haus oder sonst irgendwo und dann ist da ein wackeliges Brett und du musst dann über eine Schlucht balancieren. Das ist inzwischen, und ich hasse das, weil ich bin auch in Spielen komischerweise nicht schwindelfrei. Ich weiß nicht warum, ich krieg da immer die große Schwitzhand und aus irgendeinem Grund in sau vielen Spielen inzwischen, nimm das raus, ich hasse das, mach das nicht mehr. Das ist auch zu oft. Dieses Feature ist einfach so, das wird so geflutet. Und Quicktime-Events zum Glück inzwischen ein bisschen weniger, aber sind halt eigentlich auch, die sind immer furchtbar. Und vor allen Dingen bei Quicktime-Events bist du darauf angewiesen, dass der Entwickler das auch echt gut umsetzt, ne, und gut abfängt. Und man erlebt es allzu oft, dass das halt nicht schnell genug reagiert. Du selber natürlich schon, aber dieses Spiel, ist aber wirklich so. Da musst du halt wirklich, die Steuerung musst du halt wirklich on point umsetzen. Und wenn das nicht klappt, dann zieht das leider das ganze Spiel runter. Eine Sache, die vielleicht bei einigen im Trend ist, ist ein extrem abgefahrener Skillbaum, was ich in der letzten Zeit mitbekommen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schön, wenn man Entscheidungsmöglichkeiten hat, wenn man Unterschiede hat in den ganzen Spielen und auch in den Spielweisen. Aber ich brauche jetzt nicht einen absolut kranken Skillbaum, wo ich am Ende mich gar nicht mehr zurechtfinde. Lieber, ich habe einen sehr beschränkten Bereich, kann in dem agieren, fühle mich nicht überfordert in dem Moment, aber habe trotzdem noch die Möglichkeit, ein individuelles Spielerlebnis zu haben. Ja, gut, ne? Ich könnte mir vorstellen, irgendwie, da ist doch, aber wenn du dann in so einem Projekt bist und dann kommen irgendwann am Ende auch noch Ideen. Immer. Und dann kriegt man Beulen am Kopf und dann, das ist alles nicht mehr umsetzbar, aber der müsste das umsetzen, aber der macht das bestimmt nicht. Dann fängt man an irgendwie, man könnte es doch noch besser machen. Und wenn man dann vernünftig ist, dann steht dann immer einer da und sagt, Indy, lass es, wir kriegen es nicht fertig, das Spiel dauert dann zu lange. Ja, also die Produktion davon. Und das ist Feature Creep. Das heißt, dass man am Ende zu viel Sachen noch liegen hat, die man umsetzen möchte, neue Sachen, neue Möglichkeiten einbauen will. Ja, ich habe da noch eine total tolle Idee und alle, oh nein, er schon wieder. So, ja. Kommt das häufig vor? Ja. Wie verhindert man das? Gar nicht. Ja, man macht es halt nicht. Man setzt diese Dinge nicht um. Man erkennt es, man merkt irgendwann, okay, da sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Ja? Du kannst es nicht vermeiden, dass Feature Creep funktioniert, dass es vorkommt. Ja? Er kommt auf jeden Fall. Irgendwann kommen jeder hat noch sein persönliches kleines Highlightchen, was er noch eben einbauen will und so weiter. Das kann man nicht verhindern. Und das ist auch nicht gut, es ständig versuchen zu verhindern. Nur am Ende, irgendwann so in der letzten Phase des Spiels muss man sagen, so Leute, kriegt man einen Deckel drauf. Macht's nicht wieder kaputt. Macht's nicht wieder kaputt. Ja, weil das jetzt eingebaut wird, müssen wir jetzt nochmal komplett Beispiel. Du hast eine Welt gebaut, Gothic 3, ne?
Und wir haben das ist jetzt der umgekehrte Fall, am Anfang geplant, ein Pferd einzubauen. Und dann haben wir eine riesen Welt gebaut und am Ende kam das Pferd nicht. Da hast aber die Riesenwelt. Ja, gut, war dem Spiel jetzt vielleicht nicht ganz, ne, war gut, dass es so riesig war, die Welt und so weiter, aber es ist halt irgendwie so nicht geplant gewesen. Da fehlt ein Feature, was wir nicht gemacht haben. Wäre jetzt der umgekehrte Fall, du machst eine Welt, die ist relativ kompakt und zu Fuß gut zu erreichen und ist irgendwie so, und dann kommt einer auf die Idee, ach, lass uns doch ein Pferd einbauen. Das heißt, dann hättest du die Welt nicht drauf ausgelegt. Das könntest du dann nicht machen. Na? Und das ist das, wovon wir reden. So, dann dauert das auch ewig und es würde irgendwie Dinge passieren, die unvorhersehbar sind. Na? Wenn wir jetzt nachträglich bei Elex das Jetpack eingebaut hätten, dann hätten wir uns wahrscheinlich angeschmiert. Wir haben es am Anfang schon, ja, in einer rudimentären Form irgendwie gehabt, dieses Feature. Das musst du am Anfang machen. Am Anfang musst du so ein tragendes, zentrales Element des Movements musst du schon haben. Und am Ende, ich habe da noch eine Idee, wir wollen da noch das und jenes und so, das wird dann nicht mehr funktionieren. Gut, aber Feature Creep funktioniert ja meistens im Kleinen, kleinere Sachen. Na? Das heißt also, lass uns hier noch ein paar Blips machen und da noch mehr und hier habe ich noch eine Idee für eine Quest und können wir da nicht noch ein Haus hinbauen und können wir noch nicht hier und so. Weißt du, jeder hat noch Ideen. Gehen euch irgendwann die Ideen aus? Nein, nie. Uns gehen nie die Ideen aus. Ja, du brauchst dir nur 5 Minuten hinsetzen, dann könnte ich noch hier und diesen so und schon bist du auf dem Mars und kommst nicht wieder. Jeder von uns. Weil wir kreative Menschen sind. Und zu verhindern, dass man irgendwann auf dem Mars landet und irgendwie nie wieder zurückkommt, das Spiel nicht fertig bekommt, ja, kann man diverse Sachen halt machen, aber in erster Linie das Wichtigste ist, sich selber einschätzen können. Das muss man lernen. Das heißt, wenn du ein Feature oder irgendetwas designst oder irgendwie dir irgendwas vornimmst, dann musst du erstmal gucken, schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das überhaupt umgesetzt? Oder spinne ich jetzt nur rum? Und an welcher Stelle gebe ich mir welches Budget an Zeit? Ne? Und dann gucke ich mal, ob ich es innerhalb von einer Woche so weit getrieben habe, wie ich gedacht habe, dass ich dann komme. Da musst du dich auch selbst verifizieren. Ne? Da muss man auch gucken, wo kommt das Feature eigentlich her? Ist das jetzt irgendwie was mir gerade irgendwie kurz vorm Zubettgehen eingefallen ist? Oder ist das irgendetwas, was... ich nenne sowas ein Gehirnfurz. Ja, stimmt. Oder ist es etwas, was zum Beispiel aus der Community gekommen ist oder so weiter? Und das birgt halt auch verschiedene Gefahren. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt eine Spielereihe, wie zum Beispiel die Risen-Reihe. Ne? Da haben wir 3 Spiele gemacht. Und du machst ein Feature rein und nimmst es wieder raus. Dann musst du erstmal gucken, wie beliebt war denn das Feature. Tut den Leuten das jetzt weh, wenn wir das Feature nicht weiter mitnehmen in den nächsten Teil? Ne? Zum Beispiel, ich bin überhaupt gar kein Fan von Quicktime-Events. Brauch die nicht. Und wenn die dann rausgenommen werden, sage ich so, ja, cool, ich habe sowieso keine Reaktionsfähigkeit. Weg mit die Scheiße, ja. Und andere sind dann vielleicht traurig und da muss man halt immer prüfen, ist ein Feature jetzt, was ich bereits schon mal in einem Spiel etabliert habe, beliebt? Und wenn ich es dann in derselben Reihe rausschmeiße, ist das dann gefährlich? Kann das einen Shitstorm hervorrufen oder sowas? Da muss man drauf achten. Geht ruckzuck. Und einen ähnlichen Fall gibt es auch umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel ein neues Feature hinzunehmen muss oder möchte, dann muss ich prüfen, macht das mir mein Spiel kaputt? Ne? Oder kommt das an bei den Leuten? Verändert das Spielprinzip so stark, dass man sich dann nicht mehr zu Hause fühlt oder solche Sachen? Das ist etwas einfacher, wenn man einen komplett neuen Brand entwickelt, wie wir es zum Beispiel von Risen 3 auf Elex gemacht haben. Dann hast du eine neue Marke, neues Spiel, kannst es neu verkaufen und dann sind die Erwartungen noch nicht ganz da, weil die Leute noch nicht wissen, was kommt denn da auf mich zu. Was kommt denn da eigentlich? Was ist denn das? Hybrid-Setting? Ne? So, und dann kann man sich mal an manche Features rantrauen, die man vielleicht vorher nicht benutzt hat. Und gucken, wie die funktionieren, ohne dass sie aufgrund des Vorgängers beurteilt werden. Und das beeinflusst natürlich auch die Entscheidung, ob Features rein oder rauswandern. Ist man zu extrem und weicht zu extrem von dem ab, was man vorher gemacht hat, dann kriegt man Haue. Traut man sich gar nichts, dann kriegt man auch Haue. Ne? Es muss immer so einen gesunden Mittelweg geben, würde ich sagen.
um sich neue Sachen auszudenken, die in so ein Spiel reinwandern. Mhm. Ne? Und dann, das war beim Jetpack zum Beispiel ein schönes Beispiel, hast du es nicht nur sehr früh, sondern du kannst auch sehr früh feststellen, macht das Spaß. Ne, die Tatsache, dass die Leute dann in der Firma rumsaßen und überall mit dem Jetpack rumgehüpft sind, irgendwie hat uns die Erkenntnis gegeben, das macht den Leuten Spaß. Das ist cool, ja. Die haben Bock, sich einfach damit jetzt zu beschäftigen und überall raufzuhüpfen, gucken, na, wie hoch komme ich denn? Mhm. Und das war dann ein klares Indiz dafür, dieses Feature funktioniert. Weil die Leute da Bock drauf haben. Innerhalb der Firma schon. Tja. Wer produziert denn so ein Feature Creep? Ist es eher der Programmierer, der irgendwie sagt, ach, ich möchte hier noch irgendwie die Möglichkeit einzubauen, hier noch ihr Blips und Blöps? Ist es eher der Typ, der die Bilder malt, also der Illustrator, der Concept Artist, der sagt irgendwie, ach, ich glaube, ich mache hier noch mal eine Pilzsenke hin oder eine, keine Ahnung, Riesenbäume, die irgendwie, wo man drin wohnen kann, so kurz vor Schluss? Oder ist es derjenige, der sagt, ach Mensch, wir müssen unbedingt nochmal die Sprachaufnahmen wiederholen, weil ich habe nämlich noch so viele Ideen für neue Quests? Oder ist es irgendwie der Game Designer, der sagt irgendwie, ach komm hier, wir müssen auch irgendwie mit einer Kette irgendwie, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus jedem Bereich und denen, die schneller fertig sind mit ihrem Kram. Ja, die schneller fertig sind, die kommen dann noch auf Ideen. Genau. Vor allem auf Ideen, die dann andere umsetzen sollen. Mhm. Ne? Könntest du nicht noch mal eben dies und das und so und der steckt mit seiner Hände in einer Glumse und macht da und tut und so und guckt sich an und sagt, was? Raus! Ja? Und schmeißt denjenigen, der mit ganz tollen Ideen um die Ecke kommt, dann raus. So, ja, weil der eigentlich den ursprünglichen Plan erstmal noch verfolgt. Und das weißt du vorher nicht. Ja, jetzt sei denn, du hast es dich so gut im Griff und so gut geplant, dass du sagst, okay, pass auf, für den Task brauche ich 1 Woche, hier brauche ich 2 Wochen, da 3 und dies und dann arbeitest du die Klamotte ab und dann funktioniert das. Manchmal muss man sich auch mal zusammenreißen und sagen, komm, ist gut jetzt, reicht. Ja? Ja. Wir haben so und so viel Quests gemacht, wir haben so und so viele Charaktere, wir haben so und so viele unterschiedliche Möglichkeiten und dies und jetzt ist gut. Aufhören. Es macht das Spiel jetzt nicht besser, es ist nur mehr. An einigen Stellen. Und dann wird es vielleicht auch repetitiv. Da muss man sich darüber Gedanken machen, ach, das hatten wir doch schon mal. Da muss man irgendwie was Besonderes. Und irgendwann ist das Spiel auch mal dann durch und fertig. Und dann ist auch mal gut. Hör mal auf jetzt. Ja, es wird zu lang, es wird zu groß, es wird zu viel. Das interessiert keinen mehr. Mhm. Irgendwann interessiert die Leute nur noch irgendwie, ja, kommt ihr denn irgendwann auch mal raus mit eurem Ding? Oder was? Ja, so. Und wir sagen dann, ja, aber wir haben da noch so viele Ideen und wir wollen da noch umsetzen. Irgendwann lohnt sich das auch nicht mehr. Na? Und wenn man sich hinsetzt und am Anfang eines Projektes sich Sachen vornimmt, dann nimmt man sich sehr viel vor. Und wir haben es eigentlich immer geschafft, vernünftig zu bleiben und zu sagen, okay, wir nehmen uns Dinge vor, die wir dann auch schaffen können. Mhm. Man darf nicht vergessen, die meisten Projekte, die meisten Spieleprojekte kommen niemals raus. Das ist richtig. Die meisten Spiele, die Leute produzieren, die werden nie fertig. Ja, das ist ein Ding, das macht man sich nicht klar, aber es ist so. Und das liegt häufig daran, dass die im Feature Creep versunken sind. Mhm. Das liegt häufig daran, dass sie sich was vorgenommen haben, wozu sie nicht imstande sind, es fertig zu bekommen. Mhm. Ist nicht immer so, gibt Ausnahmen, aber es ist einer der Gründe, warum viele Projekte eingestampft werden. Ja, es war. Und da sind dann nicht nur die Publisher, die sagen, lohnt sich nicht, sondern dass der Entwickler manchmal selber auf die Idee kommt, ich glaube, da haben wir zu viel gewollt. Ja, und manchmal muss man dann loslassen lernen. Ja. Obwohl ich feststelle, dass wir bis jetzt, wir sind ja noch nicht fertig, im aktuellen Projekt noch kein Feature, das wir am Anfang designt haben, über den Haufen geworfen haben. Das haben wir häufig. Wir werden oft danach gefragt, was habt ihr denn mal geplant, was euch die Leute um die Ohren gehauen haben oder wo ihr nicht fertig und dies und das, ist eigentlich recht selten. Mhm. Früher war das häufiger, aber heute nicht mehr so. Mhm. Ne? Das man könnte auf die Idee kommen, dass wir gelernt haben, ne, dass wir da uns vielleicht ein bisschen besser im Griff haben oder irgendwie besser planen können und hast du nicht gesehen? Ja, vielleicht, aber trotzdem schützt uns das nicht davor, selber auch Feature Creep zu produzieren. Ja, ja. Vor allen Dingen, das sind dann die kleinen Sachen. Es kann sein, dass du sagst irgendwie, ich hätte noch eine Quest-Idee. Ach komm, egal. Gib noch mal ein Projekt, da kann ich das wieder aufgreifen, schreibst du dir irgendwo hin und dann landet das in der Schublade. Machst du in die Ideenkiste. Aber so die großen, die spielprägenden, wichtigen Features, die waren dann normal.
Ja. Ne? Ja. Da wird so lange dran gearbeitet, bis die tatsächlich das Licht der Welt erblicken und ihr das dann in die Finger kriegt. So ist das. So ist das. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Hui! Auch eine interessante Frage. Könnt ihr den Editor, den ihr für eure Welten, für die Welten eurer Spiele benutzt, auch für neue Projekte benutzen oder muss der immer wieder neu geschrieben werden? Nein, wir benutzen diesen Editor selbstverständlich weiter in der ersten Iteration, ja, in der ersten Version vom vorherigen Projekt und bauen den dann auf unsere Bedürfnisse um. So, dass das erstmal in den ersten Jahr erstmal der Editor darauf angepasst wird, was man sich jetzt Neues, Tolles an Features ausgedacht hat. Ja, und dann benutzt man den natürlich weiter, weil es viele Aspekte gibt, viele Baustellen gibt und man möchte nicht immer wieder neue Werkzeuge erzeugen müssen. So, ja, das ist auch der Grund, warum viele Teams eine Engine benutzen. Ja, die auch schon Editoren vorgegeben haben, so, ja. Das heißt also Unity Engine, Unreal Engine etc., ja. Und das ist halt bei uns so, wir benutzen unsere eigene Engine und entwickeln die auch selbst weiter und entwickeln die auf die Bedürfnisse der aktuellen Grafikansprüche der Leute, ne, auf die Hardware, die jetzt gerade rauskommt, auf Neue die Konsolen, Technik-Features, auf die neuen Techniken und so weiter, ja. Und dass wir da relativ aktuell bleiben bei den ganzen Geschichten. Und auf der anderen Seite, dass wir halt versuchen, unsere Art, wie wir Spiele machen, wie wir Content erzeugen, dann erhalten und auch versuchen daran zu feilen und die zu verbessern. Ja. So, und das ist eine Mischung aus allem. Und das kannst du am besten, wenn du jetzt nicht ein leeres Blatt nimmst und wieder ganz von vorne anfängst, weil da musst du erstmal den Gewaltakt erstmal vollziehen, das komplett nochmal neu aufzuziehen. Und die ganzen Kinderkrankheiten, die du eigentlich schon längst vergessen hast, dass du sie hattest, die sind alle wieder da. Und die musst du dann alle wieder wegfixen. Wieso funktioniert denn dieser Scheiß nicht? Das hat doch immer funktioniert. Ja, du hast es ja auch jetzt neu programmiert. Wunderst dich nicht, dass dann irgendwie die ganzen Komfortklamotten und Sachen, die ganzen Pitfalls und Edge Cases und so auf einmal wieder auftreten. Das heißt, du fängst wieder von vorne an. Das macht keinen Sinn. Das ist nervig und ich kenne Teams, die tatsächlich auch immer wieder von vorne anfangen und dann neue Dinge nehmen, aber die versuchen zumindest immer, und zwar fast immer, in Erfahrungen von vorherigen Projekten aufzusetzen und viele Sachen können sie auch nochmal neu machen, aufgrund der Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben. Und das ist ganz wichtig, die Erfahrung, die man vorher gemacht hat, dass die wieder irgendwie einfließt in den Folgetitel von irgendwas oder auch überhaupt, wenn man auch was Neues macht. Ja. Das heißt, durch diesen Prozess, während wir am Anfang zum Beispiel eines neuen Projekts designen, setzen sich die Proggies hin und pimpen die Engine auf, ja. Ne? Was weiß ich, da gibt irgendwie ein neues Feature zu Volumetric Clouds oder was und das muss dann da eingebaut werden, weil es irgendwie der neue heiße Scheiß ist. Und diesen Prozess gibt es jedes Mal. Also, ist schon ein bisschen länger her, also wir wollen das nicht irgendwie vorgreifen. Ich kann ja nicht die neuen Features verraten. Ja, genau. Wenn man also die Engine jetzt vergleicht mit der von vor 10 Jahren, ist die eigentlich kaum wiederzuerkennen. Das ist komplett. Und das Ähnliches gilt auch für den Editor. Das wird permanent weiterentwickelt, damit es den neuesten Standards gerecht wird. Mhm. Gut, hoffentlich hat das die Frage beantwortet und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Das hat gerade geklingelt. Ich weiß. Ich glaube, unser Sohn steht vor der Tür. Aber warum denn um die Uhrzeit? Das macht überhaupt keinen Sinn.